Tja, was soll ich sagen? Gar nichts? Gut, ich lasse euch noch einen Moment alleine. Jetzt ist es gleich soweit. Und du wirkst so ruhig. Oh, das täuscht. Ich sterbe fast vor Angst. Wenn du die OP hinter dich gebracht hast, dann hast du es geschafft. Ja, dann wird alles wie früher. Herr von Weinbach, meinen Sie nicht, dass sich Ihr Tagewerk auch mit der Lektüre einer Tageszeitung erschöpft? Diese Unterlagen sind sowieso für mich bestimmt. Weinbach und Media. Ich glaube, da täuschen Sie sich. Wie bitte? Carla hat mich bereits informiert, dass ich die Firma übernehmen soll. Zumindest so lange, wie Frau Jones Organe spendet. Sie werden doch jetzt nicht größenwahnsinnig, oder? Sie wissen doch ganz genau, dass ich Media früher sehr erfolgreich geführt habe. Und Ihr Vater, wollen Sie den als größenwahnsinnig bezeichnen? Er hat mich mit dieser Aufgabe betraut. Tja. Und ich habe mich eben anders entschieden. Mit welchem Recht setzen Sie sich über den Grafen hinweg? Herr von Weinbach, ich muss doch verhindern, dass Sie diese Firma innerhalb von 2 Wochen in den Ruin treiben. Wissen Sie was? Sie sind größenwahnsinnig! Kann mir vielleicht jemand erklären, warum es in meinem Hause so laut ist? Entschuldigen Sie bitte, Graf Lahnstein, aber Carla hat mich bereits informiert, dass Sie mich als Geschäftsführer für Weinbach und Media... Und ich bin der Meinung, dass es ein ausgesprochener Fehler wäre, ihm die Geschäftsführung zu übertragen. Ich denke, ich handle ausschließlich im Sinne der Firma, wenn ich das selbst übernehme. Keiner kennt Weinbach und Media so gut wie ich. Vater, ich finde, wir sollten diese Familienangelegenheit klären. Ja, das scheint mir auch so. Tja, wenn Sie uns denn jetzt bitte allein lassen würden. Nein, Herr von Weinbach wird dieser Unterhaltung beiwohnen. Okay. Ich wollte nur kurz sehen, ob alles in Ordnung ist mit dir. Ich hatte gehofft, dass wir uns durch die Operation wieder näher kommen. Darauf spekuliert trifft es wohl eher. Du machst doch nichts, ohne ein Ziel damit zu verfolgen. Du denkst wirklich, ich spende meine Niere nur, um dich zu beeindrucken. Natürlich ist es mir nicht leicht gefallen, die Einwilligung zu geben. Ich habe dann nur noch eine. Aber Hannah hat mich als Spenderin konsequent abgelehnt, das weißt du doch. Weil sie nicht in deiner Schuld stehen wollte. Ich will Hannah helfen. Sie ist meine Schwester. Vielleicht wird sie danach wieder auf Distanz gehen, dann ist das eben so. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich das Richtige tue. Das tust du. Ich habe schon Angst vor der Operation. Das wird schon schief gehen. Ja. Ja. Ich wollte dich nie verletzen. Und bei allem, was du in den letzten Tagen zu mir gesagt hast, du bist mir sehr wichtig. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Danke, Mama. Also ich bin jedenfalls der Meinung, dass die Leitung der Firma ausschließlich in die Hände der Familie gehört. Mit Frau Jones sind Sie meines Wissens auch nicht gerade verwandtschaftlich verbandelt. Ich bin wenigstens noch der Verlobte Ihrer Schwester. Frau Jones hat diesen Posten vertraglich zugesichert bekommen. Im Übrigen war sie ausgesprochen angetan von meinem Vorschlag, ihre Vertretung zu übernehmen. Ach, war sie das? Ja. Außerdem denke ich, Sie sollten sich mal besser auf Ihre Aufgaben als Projektleiter des Kongresszentrums konzentrieren. Also wie ich meine Terminplanung gestalte, das können Sie ruhig mir überlassen. Also gut.
um dieser Diskussion ein Ende zu bereiten? Ich ändere meine Meinung und entscheide das Gegenteil. Mein Sohn übernimmt die Leitung von Beinbach und Media. Sie kümmern sich weiter um das Kongresszentrum. Ja, aber das ist doch ungerecht! Herr von Beinbach. Schon gut. Schönen Tag noch. Die einzig richtige Entscheidung. Ich werde mich dann auch mal wieder an die Arbeit machen. Ansgar? Da wäre noch eine Kleinigkeit. Ich habe meine Entscheidung aus einem einzigen Grund geändert. Dich nicht vor einem unserer Angestellten bloßzustellen. Also darf ich dazu auch mal was sagen? Nein. Du hast mich in letzter Zeit wiederholt in Situationen gebracht, die mein Vertrauen in deine Loyalität empfindlich erschüttert hat. Vater, du musst mir doch zugestehen, auch Entscheidungen zu treffen, ohne immer alles mit dir abzusprechen. Selbstverständlich. Solange du nicht von mir gefällte Entscheidungen im Beisein Dritter zu revidieren versuchst. Na, immerhin bin ich Direktor der Lahnsteinbank. Oh, das ist richtig. Und die Lahnsteinbank ist ein Bestandteil der Lahnstein Holding und die gehört immer noch mir. Gut, Vater, es tut mir leid, wenn ich dich übergangen habe. Aber sieh's doch mal so. Irgendwann übernehme ich deine Nachfolge und dann muss ich den Konzern selbstständig führen. Oh, so weit ist es noch lange nicht. Ja, ich weiß, aber bis dahin wäre es doch ganz gut, wenn ich schon einige Freiheiten hätte und ein bisschen üben könnte. Ansgar, noch ist nicht entschieden, wer meine Nachfolge antritt. Und im Moment bist du nicht der Einzige, den ich da im Visier habe. Als ich klein war, da hast du mir was vorgesungen, wenn ich Angst hatte. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich uns das jetzt erspare. Ich bin ja mal gespannt, wie das nachher ist. Hoffentlich geht alles gut. Ich hätte auch nichts dagegen einzuwenden. Also solange die Ärzte nicht ihre Werkzeuge in uns vergessen. Hoppala, Frau Nowak. Jetzt haben sie nicht nur eine neue Niere, sondern auch noch einen neuen Tupfer. Im Moment ist mir nicht so zum Lachen zumute. Entschuldige. Mir fiel gerade nichts Besseres ein. Wir schaffen das. Gemeinsam bekommen wir das wieder hin. Wer außer mir könnte denn die Holding leiten? Meinst du, ich habe nicht genug Erfahrung? Deine geschäftliche Erfahrung steht außer Zweifel. Eben. Schließlich habe ich ja wohl in Singapur lange selbstständig und erfolgreich gearbeitet. Deshalb habe ich dich auch zum Direktor der Lahnsteinbank gemacht. Also, warum zweifelst du dann noch an mir? Außerdem bin ich der einzige Geschäftsmann unter deinen Kindern. Oh, du vergisst Carla? Ich sagte Geschäftsmann. Verschone mich bitte mit diesen Haarspaltereien. Wer die Lahnstein Holding führen will, sollte mehr im Kopf haben als die Rendite. Es geht dabei auch um soziale Kompetenz. Ich habe bei meinem Handeln stets an das Wohl der Familie gedacht. Darum geht es nicht. Die Konsequenzen deines Handelns sind dir in der Regel egal. Außerdem erwarte ich Teamgeist. Aber wenn ich entscheide, dass Herr von Beinbach Frau Jones vertritt, dann hast du das zu respektieren und nicht zu torpedieren. Deine Geschwister haben weit weniger geschäftliche Erfahrung als du. Aber sie haben es um ein Vielfaches besser verstanden, was es bedeutet, den Namen Lahnstein zu tragen. Das betrifft sowohl Carla als auch Leonard. Gut. Ich habe verstanden. Endlich. Wie geht's, Hannah? Die Transplantation ist ohne Komplikationen verlaufen. Übrigens für beide Patientinnen. Was heißt das jetzt genau? Es gibt noch ein Restrisiko, dass ihr Immunsystem die Spenderniere abstößt, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Heißt das, wir haben es geschafft? Ja. Vielen Dank für alles. Ich habe Professor Mallmann wirklich nur assistiert, also Du weißt, was ich meine. Ohne deine Hilfe hätte das nie so reibungslos geklappt. Und meine Mutter? die ist auch bald wieder auf den Beinen. Mach dir keine Sorgen. Okay. Oh, ich bin so froh. Weißt du denn ungefähr, wann Hannah aus der Narkose aufwacht? Ich wäre gern bei dir. Da hast du bestimmt noch 2-3 Stunden Zeit.
ruh dich erstmal ein bisschen aus, ja? Besorg uns eine Flasche Sekt oder Champagner besten, ne? Kommst du auch noch mit ins No Limits? Ich habe leider noch was Geschäftliches zu erledigen. Okay, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Warum soll denn ausgerechnet dieser Beinbach die Vertretung von Sylvia Jones übernehmen? Wegen seiner sozialen Kompetenz? Also deine Ironie kannst du dir sparen. Jedenfalls legt der Carlas Problem gegenüber eine größere Sensibilität an den Tag als du. Ja, so kann man das auch sehen. Ja, ich finde, er kümmert sich vorbildlich und sehr liebevoll um Carla. Hat einer von euch Bernd gesehen? Ist er denn nicht im Büro? Wir wollten uns eigentlich hier treffen. Aus dem Lager des Auktionshauses muss eine Lieferung abgeholt werden. Und ich dachte eigentlich, er könnte für mich einspringen. Ja, aber das machst du doch immer selbst. Ja, aber ich habe einen wichtigen Termin. Na, wenn du magst, kann ich das für dich übernehmen. Danke. Also, tschüss. Carla, es gibt noch andere Dinge im Leben als das Auktionshaus. Ich weiß. Hallo. Es tut mir so leid, ich habe es nicht eher geschafft. Bist du schon lange wach? Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich bin so froh, dass du jetzt alles überstanden hast. Sag mal, warum wolltest du mich eigentlich unbedingt begleiten? Du kennst doch mein Faible für asiatische Antiquitäten. Ach ja. Und außerdem bin ich gerne in deiner Nähe. Außerdem kann es ja nicht schaden, wenn ich den Reiseweg unseres Geldes genau kenne, oder? Fühlst du dich auch so gerädert wie ich? Ich hatte schon schlimmere Kater. Allerdings habe ich es jetzt mehr im Rücken als im Kopf. Ich habe mich noch gar nicht so richtig bei dir bedankt. Ich bin froh, dass wir die Operation hinter uns gebracht haben. Kann ich irgendwas für Sie tun? Brauchst du was? Danke. Guten Tag, Frau Jones. Guten Tag. Guten Tag, Frau Nowak. Graf Lahnstein? Ich wollte mich persönlich davon überzeugen, dass es Ihnen gut geht. Bitte schön. Herzlichen Dank, sehr nett. Frau Nowak. Bitte schön. Wie komme ich zu der Ehre? Nun, immerhin sind Sie eine Freundin meiner Tochter. Auf jeden Fall vielen Dank. Dich hatte ich allerdings nicht hier erwartet. Ich bin noch gerade erst gekommen. Der Termin war schneller beendet, als ich dachte. Oh, wie schön. Umso schneller konntest du natürlich hier sein. Ja, genau.
Hanna ist schließlich eine richtig gute Freundin. Gut, dann werde ich mal 2 Vasen organisieren.